Moin, schön, dass du wieder vorbeischaust. Ist echt schon wieder eine Woche rum? Ja, ich bin gerade dabei, meine nächste Woche so ein bisschen zu planen. Was hältst du davon, wenn ich dir kurz ein bisschen erzähle, wie ich meine Arbeitsabläufe und meine Woche so strukturiere, damit wir uns auch wirklich jedes Wochenende hier sehen können? Eins vielleicht mal vorweg. Struktur und ich, wir sind nicht so wirklich die besten Freunde. Ich lasse mich super schnell von irgendwelchen Dingen ablenken. Oder ich vertrödel die Zeit, wenn ich erstmal auf der Couch angekommen bin. Und das beißt sich natürlich so ein bisschen mit meinem Anspruch an diesen Kanal und der regelmäßigen Produktion von kleinen Kurzfilmen. Na, beides kostet Zeit und ich habe ja nebenbei auch noch einen Hauptjob, der mir das ganze Hobby hier finanziert. Aber dir geht's vermutlich ähnlich oder vielleicht sogar genauso, wenn du noch ganz am Anfang stehst. Aber da wollen wir ja nicht bleiben, oder? Ich zumindest habe an mich den Anspruch, mit jedem Video ein kleines bisschen besser zu werden. Und nicht nur inhaltlich, sondern auch auf der technischen Seite. Und damit meine ich nicht, dass ich mir neues, teures Equipment kaufe. Mir geht es um mein Können. Letzte Woche habe ich mich zum Beispiel intensiver mit dem Thema Color Grading beschäftigt. Das ist auch irgendwie so mein Lieblingsschritt in der Nachbearbeitung meiner Videos. Da ist mir dann auch gleich wieder etwas aufgefallen in meinem letzten Video, aber dazu wie gewohnt am Ende mehr. Lass mich dir zuerst einmal erzählen, was ich überhaupt alles in so einer Woche unterbringen will, also neben meinem 40-Stunden-Job. Zuallererst möchte ich für uns beide ein cooles Video produzieren. Dann möchte ich mit meinem aktuellen kleinen Kurzfilm weiterkommen. Ne? Du weißt ja, das Ding mit dem mysteriösen Päckchen hier. Und ich möchte meine Fähigkeiten als Colorist erweitern, damit meine Kurzfilme dann auch wirklich die richtige Stimmung bekommen und ich auch so nach und nach einen eigenen Look für diese Videos erzeugen kann. Aber lass uns mit den wöchentlichen Videos anfangen. Mir ist es wichtig, dieses Video für dich kurzweilig und lebendig zu gestalten. Na, deswegen treffen wir uns jetzt ja auch immer einmal die Woche und schnacken ganz locker über meine Erfahrungen. Und damit das Ganze für dich nicht total langweilig wird, möchte ich dir auf jeden Fall auch mehr als eine Perspektive bieten. Und die sollten dann alle möglichst auch noch zu dem passen, was ich sage. Und damit das Ganze dann am Ende auch richtig gut aussieht und sich richtig gut anhört, stecke ich dann immer noch ein paar Stunden in die Nachbearbeitung. Auf all das gehen wir in den nächsten Wochen tatsächlich auch noch im Detail ein. Aber im Grunde besteht mein Arbeitsablauf also aus 3 Schritten. Erstens, Vorbereitung. Das heißt, ich mache mir Gedanken über welches Thema wir uns unterhalten wollen und was ich dir dazu erzählen möchte. Zweitens dann die eigentliche Produktion, das heißt Equipment aufbauen, Einstellungen testen und die tatsächliche Aufnahme. Und drittens die Nachbearbeitung, also Schnitt, Musikauswahl, Sounddesign, Color Grading, jetzt noch die englischen Untertitel und natürlich der Upload zu YouTube. Ja, und das kostet Zeit, vor allem die letzten beiden Schritte. Damit verbringe ich locker mal einen ganzen Tag. Okay, das hängt natürlich auch mit meinem eigenen Anspruch zusammen, denn das Einzige, was die Kamera hier alleine machen darf, ist der Autofokus. Damit du also jedes Wochenende hier vorbeischauen kannst, muss ich natürlich rechtzeitig fertig werden. Und deshalb habe ich angefangen, mir für all diese Schritte Zeit in meiner Woche zu reservieren, also ein echter Wochenplan quasi. Und wenn du mich schon ein bisschen länger kennst, ist es völlig okay, dass du jetzt überrascht guckst oder schallend anfängst zu lachen. Ich kann es ja selber kaum fassen, aber es funktioniert tatsächlich ganz gut für mich. Hier, lass uns mal auf meine nächste Woche schauen. Also am Montag, da schaue ich mir dieses Video nochmal an und gucke, was ich beim nächsten Mal besser machen möchte. Dienstag werde ich dann das Skript für das nächste Video schreiben. Das dauert so erfahrungsgemäß etwa 1,5 Stunden. Und dann habe ich danach noch ein bisschen Zeit, um noch mehr über Color Grading zu lernen. Am Mittwoch werde ich das Setup testen. Das mache ich immer gerne so einen Tag vorher, damit ich dann am eigentlichen Drehtag nicht die ganze Technik noch im Kopf habe. Diesmal möchte ich nämlich wirklich am Donnerstag aufnehmen, damit ich das Wochenende frei kriege für die Dreharbeiten zu meinem Päckchen-Kurzfilm. Freitag dann die ganze Nacharbeit. Ich hoffe, dass ich das da fertig bekomme. Sonst muss ich eventuell ein ganz klein bisschen in den Samstag rein. Aber ich versuche mir wirklich dieses Wochenende komplett frei zu schaufeln, um mit den Dreharbeiten mal voranzukommen oder die Aufnahmen vielleicht sogar fertig zu kriegen. Du siehst also, ich plane mir wirklich für jeden Arbeitsschritt ausreichend Zeit ein. Und das nimmt mir dann auch so ein bisschen den Stress, denn ich weiß, was ich tun möchte, ich weiß, wann ich es tun möchte und in etwa wie lange das dauert. Das heißt, ich weiß eben auch, die Zeit ist da und dann habe ich halt auch keine Ausreden mehr. Und das hat sich in den letzten Wochen für mich echt bewährt. Aber glaub bloß nicht, dass der Plan am Ende der Woche noch genauso aussieht wie jetzt. Na, irgendwas kommt immer dazwischen und dann muss ich halt ein bisschen schieben. Eine Sache ist dabei aber nicht verhandelbar, und zwar, dass wir uns am Wochenende hier sehen. Das werde ich immer irgendwie möglich machen. Jetzt lass uns noch kurz auf das Video von letzter Woche gucken, was mir da nicht so gut gefallen hat. Vor allem hat mich die Sonne wahnsinnig gemacht. Ich dachte, natürliches Licht unterstreicht so richtig den Punkt, dass du kein teures Equipment brauchst. Aber dann hätte ich vermutlich auch den automatischen Weißabgleich nutzen sollen. Also zumindest, wenn das Licht ständig wechselt, wie an dem Tag.
Bei der Farbkorrektur bin ich dann echt ausgerastet. Und ich habe irgendwann auch aufgegeben. Ja, das ist dann auch der Grund, warum die einzelnen Einstellungen nicht immer farblich hundertprozentig zueinander passen. Du kannst diesen Kampf übrigens auch sehen, wenn du mal auf die Farbfragmente achtest, ganz am Ende da, wo ich abbaue, unten rechts im Flur oder ganz links auf dem Lampenschirm. Apropos auf Dinge achten. Ist dir das Klopapier im Flur aufgefallen und der Umzugskarton unterm Schreibtisch? Ja, mir auch. Allerdings erst hinterher. Naja, sind wieder ein paar Dinge, die ich dann heute hoffentlich besser hinbekommen habe. Da fällt mir ein, wie gefällt dir eigentlich der Look dieses Videos? Also ich meine so den Hintergrund und die ganze Stimmung und das alles. Ich bin nämlich immer noch auf der Suche nach dem optimalen Setup für das Studio hier in meiner Wohnung und nach einem Look, der so ein bisschen zu mir und meinen Videos passt. Wenn du da also Ideen hast oder Anregungen, lass mich das gerne wissen. Am nächsten Wochenende erzähle ich dir dann, wie ich meine Videos vorbereite, also den Inhalt so strukturiere, dass er für dich interessant ist und du dich nicht langweilst. Mir hat es heute wieder fürchterlich viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. Also, pass auf dich auf, bleib gesund und wir sehen uns. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass sich der Look dieses Videos über die Dauer verändert hat? Ich dachte, ich probiere das einfach mal aus. Hier der Great im Schnelldurchlauf. Direkt aus der Kamera. Belichtungskorrektur, Farbkorrektur, etwas mehr Lebendigkeit, Hautton korrigieren, mich ein bisschen hervorheben, etwas kühlere Schatten und am Ende noch Glanz und Schärfe. Also mir gefällt es für heute ganz gut. Ich bin mal gespannt, was ich in der nächsten Zeit noch als Colorist lerne.